Moin, ihr Landratten, herzlich willkommen Moin. zu Hamburg Hafen Live. Ja, Seid gegrüßt. wir versuchen es nochmal, ne? Ja, zweiter Versuch. Ihr seht, der Nebel ist immer noch da, hinter uns. Ja, gestern ging das ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen in die Hose, aber die Sicht war natürlich etwas überschaubar. Ja, das war relativ gering, Ja, ne? Also ich habe auch nicht gesehen, hatte die AIDA irgendwie ihre Nebelschlussleuchte an? Ich habe nichts bemerkt. keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll ich euch allen auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön von Tanja ausrichten. Die war also wirklich ganz gerührt, auch vor allem, weil ihr alle dann trotz der schlechten Sicht so lange dran geblieben seid. Also dass ihr euch das alle angeguckt habt, dass ihr mit uns quasi so ein bisschen gelitten habt, aber natürlich auch ja, so ein bisschen auf Tanja angestoßen habt. Also das... Ja. Einfach hat mal, sie schon ein bisschen gerührt. ja, das hat sie sehr gefreut. Hat sie auch gesagt, dass wir hinterher zusammengesessen haben. Also die Reaktion und das Feedback dazu, Ja. das war schon enorm, ne? Ja, und Auch dann schön. kam gestern natürlich im Stream die Idee, macht doch einen Nebelwalk. Ich glaube, der Postbüdel war das. Und gestern Abend waren wir ja noch hier im Lust auf Italien, haben da mit einer schönen Runde zusammengesessen, bis sie uns irgendwann rausgefegt haben. Ja, wir waren tatsächlich die Letzten, ne? Ja, und da ja, haben wir die Idee einfach so ein bisschen verfestigt. Ben muss man mit früh aufstehen, ja, ehrlich gesagt überhaupt nicht Schockt mich irgendwie nicht. schocken. Ne? Nö, passt. Und ja, ich musste fahren, damit die Mädels trinken können. Von daher war das dann mit dem Aufstehen auch ganz okay heute. Und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal einen kleinen Nebelwalk. Genau. Also ihr werdet das gleich sehen. Ja, es sieht traumhaft aus. Also im Moment, der Nebel kristallisiert so ein bisschen, wir haben Frost. Ne? Das heißt, wir haben so eine ganz leichte, weiße und teilweise auch rutschige Schicht. Aber gut, damit kommen wir sicherlich klar. Und wir haben natürlich jetzt durch den Nebel eine ganz tolle Stimmung auch hier in der Speicherstadt. Ja, Gerade am absolut. Morgen noch nicht so viel los. Ne? Also von daher nehmen wir euch da ganz gerne mit und zeigen euch das mal. Bewegen uns so langsam Richtung Hafen, mal gucken, was da so passiert und los ist. Genau. Ne? Kleiner Walk, 1,5 Stunden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Genau. Ja. Also Alfred Hitchcock to go sozusagen. Oder ich habe es Edgar Wallace genannt. Oder Edgar Wallace. Edgar Ja, Wallace. Ja. alles klar. So, ich Passt auch. drehe mal die Kamera um, dann kann ich mir nämlich auch einen Handschuh anziehen. So. Und dann würde ich sagen, auf geht's, oder? Ja. Ja, wir sind heute hier am Klassiker gestartet, ne? Wer kennt's nicht? Genau. Das Wasserschloss. Okay. Ja, ich würde sagen, das wird doch auch unser erster Schuss, oder? Ja. Es bietet sich halt auch an, ne? Also gerade so ein bisschen bei der Stimmung sieht das natürlich wunderschön aus. So. Schaut mal. Bekanntes Motiv, aber jetzt heute voll im Nebel. Das sieht doch toll aus, oder? Absolut. Also Ja. es ist immer wieder schöner. Man muss nicht zwingend immer abends herkommen, wenn das alles erleuchtet ist, sondern bei solcher Stimmung, wenn die Sonne langsam durchkommt, auch ein Der wunderschönes Eulenspiegel Bild. fragt gerade, ob ich die 360-Grad-Kamera anhabe. Die habe ich an, aber weißt du, was ich nicht anhabe? Na? Das GPS-Tracking. Kannst du mal kurz die Kamera natürlich. nehmen? Logisch, machen wir doch. Ich meine, wo wir jetzt lang gehen, das ist nun wirklich keine Strecke, die man nicht auch selber findet. Aber ich gucke mal, ob ich das noch gestartet bekomme. Wenn es geht, haben ist besser als brauchen. Ja, Tour aufzeichnen, so. Okay, weiter geht's. Jo. Weiter geht's. Ja, das Kontorhausviertel, das liegt auch noch so ein bisschen unter Nebel. Das wird ja dann irgendwann das große Ding hier. Ja, Ach Mensch, ey, jetzt ist schon wieder hier was nicht funktioniert. da wollen wir einen kleinen Moment warten. Nee, meine Anzeige hier für
für die Spenden und Subs und Mitgliedschaften mag gerade nicht. Aber mal gucken, ob das gleich irgendwann wieder funktioniert. Gebt mir einfach ein paar Stunden Zeit. Ja, das Wurmpaddy jetzt wieder. Ja, Wurm nicht. Also Ja. ich bin da eigentlich ganz entspannt, aber ich finde halt immer ganz schön. Man sollte ja schon, finde ich, immer mal Danke sagen, wenn die Leute auch für den Kanal ein bisschen was da lassen. Und wenn ich das nicht sehe und das dann alles so ein bisschen hier durchrattert, dann ist das etwas ärgerlich. Und ja, irgendwie lädt er aber die Webseite gerade nicht. Ich würde das einfach gleich noch mal probieren, dass wir erstmal starten und dann... Jo. Genau. Wollen wir wasserseitig gehen? Ja, da haben wir ein bisschen mehr zu gucken, als wenn wir jetzt hier in den Gassen unterwegs sind, ne? Ja. Wir haben auch mittlerweile wieder ein bisschen mehr Sicht. Das kommt uns auch entgegen, so kann man das auch ein bisschen schöner zeigen, als wenn man wirklich die Hand vor Augen nicht sehen würde. Guck mal, hier sieht man Guck ganz mal. gut das mit dem Raureif. Also das ist kein Schnee, sondern hier haben noch ein paar Leute gefeiert. Aber da sieht man, wie sich überall so ein bisschen so dieser kristallisierende Nebel drauflegt. Genau. Ja, rechte Hand ist der Zollkanal, ne? Darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Das kennen die Leute ja mittlerweile auch. Kommen wir auch da hinten gleich am Zollmuseum vorbei. Genau. Und was ja auch ist bei Nebel, ist ja auch meistens windstill. Richtig. Die Grundvoraussetzung mit für Nebel ist Windstille. Ja, sonst wird das ja alles Ja, irgendwie ja sonst wird es gleich wieder weggetragen. weggeblasen. Ne? Ja. Ja, es gibt ja Wetter-Apps, die dir den Taupunkt anzeigen. Und wenn du dennoch Windstille hast, dann hast du meistens auch Glück, dass du dann Nebel hast. Wenn die Temperaturen dann zum Aber Taupunkt die Sicht kommen, wird jetzt dann geht's plötzlich wieder besser, oder? Ja, das ist immer mal wieder. Und dann hast du wieder so eine kleine Nebelwand, die sich davor schiebt. Guck mal, so in die Richtung. Jetzt hier hinten hinter uns, Schielehaus und so, ist jetzt wieder frei. Eben war es noch zu. Oder diesiger, nebliger. Nicht, dass uns jetzt der Nebel plötzlich einen Strich durch die Rechnung macht. Gestern hat er uns geärgert, heute wollen wir ihn haben. Ja, und dann, Und dann, also es soll zum Mittag soll es dann tatsächlich ein bisschen aufklaren. Also lass uns mal überraschen, ob es beim Mittag bleibt oder wir jetzt in einer halben Stunde dann keinen Nebel mehr haben. mach mich nicht fertig. Extra losgefahren für Nebel und dann ist nichts, wa? Paddy, da musst du eher aufstehen. Kannst nicht bis 8:30 im Bett liegen bleiben. Der frühe Vogel und so, ne? Naja, aber ausschlafen ist ja auch mal ganz schön. Lukas fragt, welches Kamerasetup ich gerade benutze. Ja, das ist tatsächlich ein iPhone, mit dem wir hier streamen. Schönes kleines Besteck. Ja, leicht und mobil, ne? Genau, das ist für solche Walks eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Hat sich ganz gut durchgesetzt. Ich habe sehr viel probiert. Und ja, man kommt immer wieder dahin zurück. Na, wo will der lang? Geradeaus, abbiegen? Ja, geradeaus. Wir können natürlich hier einmal so einen Zickzack machen Ja, na klar. und da vorne noch mal ins Fleet reingucken. Das Schöne ist ja, wir haben ja alle Möglichkeiten. Guck mal, Claudia ist auch da. Die hat heute Wochenende, Das ist gut. lese ich gerade. Ja, gestern glaube ich auch schon recht spontan. Oh Ben, ey, die Sicht wird immer besser. Scheiße, du. Ich brech zusammen, das gibt's doch nicht.
So, wir können das beenden. Leute. Naja, dann kriegt ihr jetzt halt einen guten Morgenstream, nicht? Also wirklich. Da steckst du nicht drin. Also das ist so richtig Murphy's Law. Ja. Gestern Abend Vollkatastrophe. Gedacht, heute machen wir mal schön Edgar Wallace. Achtung, Auto. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Richtung Wasser und hoffen, dass da Ja, ein bisschen mehr Nebel ist, oder? genau. Also wir können jetzt hier hochlaufen, wir können rechte Hand hochlaufen, wie du gerne möchtest. Ja, ich würde jetzt hier linker Hand laufen, oder? St. Annen da vorbei. Ja, dann machen wir das auch gerne. So. Holländisch Brokvliet hoch. Es klart komplett auf. Ja, ich sehe es auch. Ja, Also kurz bevor wir gestartet haben, war noch null Sicht. ja, Paddy, du, shit happens, ne? Ja. Wird mir wieder fieser Clickbait vorgeworfen. Ja, ich habe Beweisfotos von heute Morgen. Das war wirklich ganz schön neblig. Hatte auch gehofft, dass das sich noch länger hält. Naja, wer weiß, vielleicht kommt ja gleich nochmal eine neue Wand, die durchzieht. Ja, und gestern hat sich ja auch sehr hartnäckig gehalten. Das ging auch morgens los und einige von euch waren ja dabei. Bis spät in den Abend rein. Aida Nova war no da. Ja, die ward nicht mehr gesehen. Man hat sie gehört, man hat die Musik gehört, man hat das Horn gehört, aber gesehen hat sie keiner. Hier kommt der Vorschlag, wir sollen die Linse einfach ein bisschen anhauchen. Ach Dann so, haben wir Nebel. ja, stimmt. Aber das wäre ja auch ein bisschen beschissen, ne? Also vielleicht, wenn wir Glück haben und zum Wasser kommen. Ja, ich meine, wenn man hier nach links filmt, ich meine, letztendlich ein bisschen Dunst ist noch da. Ne? Ja, ja. Hier das Fletschlösschen. Ja, da werden die Treppen auch gerade freigelegt. Ne? Wenn man das sieht, ich weiß nicht, ob man das im Stream sehen kann. Wasser fließt gerade ab am Ebbe. Ja, wenn man genau hinguckt, kann man, glaube ich, ein bisschen die Fließrichtung sehen. Ja. Aber was willst du machen? Ja, du, das wird so verbraucht, wie es kommt, ne? Wollen wir geradeaus rüber, ja, ne? Ja, gerade kein Auto. Einmal schnell rüber. Guck mal, an den Bäumen sieht man auch so ein bisschen den Raureif. Ja, kann man noch sehen. Auch ein sehr schönes Motiv von hier. Ja, ein sehr fotogenes Haus, ne? Ja. Schon wirklich schön. Der Klassiker ist vorne auch einmal die Brücke entlang quasi als führende Linie. Richtung HFLG-Verwaltung. Ich könnte ja noch mal so einen kleinen raushauen, ne? So ein bisschen so als Vorgeschmack für das, was kommt. Siehst du das Hochhaus da? Das rechte, das ehemalige Spiegelgebäude.
Ja, also das Eckige, nicht Das Eckige, genau. nicht das mit dem runden Dach oben drauf. Genau, das Eckige, quasi gegenüber von der Kornhausbrücke. Da stand damals der Dovenhof. Der Dovenhof war das allererste Kontorhaus nach moderner Bauart in Hamburg. Ah, okay. Das wurde aber leider weggerissen. Und was damals moderne Bauart war, ist das, was wir heute unter der klassischen Kontorhausbauart kennen. Dieses typische Ziegel. Ja, also Ziegel war es Architektur. noch nicht. Es war tatsächlich noch ein Stückchen davor. Das mit Ziegeln kam später. Das erkläre ich dann aber im Stream. Aber die Raumaufteilung war schon so modular wie bei den modernen Gebäuden. Deswegen war es quasi so, die Blaupause, der Vorläufer der modernen Kontorhäuser steht leider nicht mehr. Aber das erklären wir dann und erzählen wir dann nochmal, wenn es dann richtig losgeht. Darf ich dir noch mal die Aber Kamera nehmen? selbstverständlich darfst du das. Wir können noch gerne weiterlaufen. Ja. Also dieses Fahrrad hier, das steht hier auch schon seit Jahren. Ja, das gehört quasi schon zum Inventar. Das kannst du auch mit einbauen dann irgendwie von hier so über die Klingel oder so. Ach, guck mal hier. Aber meine Anzeige funktioniert wieder. Ja, sehr gut. Das sieht aber auch cool aus, oder? Also irgendwie ist das doch ein geiles Bild. Irgendwie ist das echt cool. Guck mal hier, bei mir funktioniert es wieder. Ich kann mal ein paar Dankeschön sagen. Der Lego Pescher ist im 6. Monat auf Twitch dabei mit dem Sub. Dankeschön. Stefan Voltmar, 5 € Superchat. Es sind nicht nur die Schiffe, die den Kanal ausmachen. Dankeschön. Schnipke im 6. Monat auf Twitch. Dankeschön. Daimos 1871 auch schon 6 Monate dabei und sagt, zack, ein halbes Jahr voll. Mike Fassbender 2,49 von Hansi. Herzlichen Dank. Dann der Bernhard, 2. Monat Fischmarkt. Dankeschön. Mo 1975, 11 Monate dabei. Gruß aus der strahlend sonnigen Rhön. Ja. Dann Anja, die Bande aus Wasserburg mit 2 €. Liebe Grüße. Und der Postbüttel mit 5 €. Danke für die Wunscherfüllung, auch wenn es leider aufklart. Aber ein Walk durch Hamburg geht immer. Ja. Ganz genau. So sehen wir das auch. Sie haben sich stets bemüht. Und die Petra lässt 5 € per PayPal da. Petra, Dankeschön. Möchtest du noch ein Foto davon Ich glaube, machen? das mache ich wirklich mal eben kurz. Also so es quasi bietet sich- so detailmäßig. Mal gucken, was diese Linse kann. Wie dicht ich rankomme. Ja, einmal kurz den Kollegen durch. Wollen wir mal dem Meister hier über die Schulter Ja, schauen? auch vom Meister bin ich ja noch ein paar Meter entfernt. Ne? Aber nur ein paar. Ein paar kleine Meter. So. Reißen wir die Blende mal schön auf. Guck mal, ich finde dieses Spinnennetz hier, das könnte auch Halloween-Deko sein, oder? Also ich finde das echt toll. Das ist klasse. So macht das Spaß. Details fotografieren. So, nochmal ein bisschen. Irgendwie müssen wir ja von dem nicht vorhandenen Nebel ablenken. Ja, hier schreibt auch jemand, antikes Kameramodell. Was hast du drin? 36er Film? 400 ASA? Ja, ja, genau. Nicht? Der ist einfach am flexibelsten. Den kannst du richtig schön pushen. Macht Spaß. Also, ja, mal ganz im Ernst, das ist eine richtig coole Kamera. Also, die macht echt Spaß. Du hast ja auch nur 6 Monate drauf gewartet, oder? Tatsächlich 8. 8? Ist echt Wahnsinn, ne? Ja. Also, Nochmal einmal aus Entfernung, einmal hoch und dann können wir auch weiterlaufen hier. also für alle, die nicht so in diesem Fotogame drin sind, das ist von Fuji so eine Kamera, die so ein bisschen so auf Retro gemacht ist. Das seht ihr, ne? Die sieht also richtig schön oldschool aus und die Biester, die sind also wirklich sehr, sehr beliebt, weil sie natürlich
nicht nur tolle Technik sind, sondern sieht gut aus und ist halt auch schön klein Ja. zum Mitnehmen. Hast auch kein Zoom, nix, ne? Das ist, Ja, und die Kameras, das ist jetzt die 6. Generation, glaube ich. Ne? genau. Ja. Die 6. Generation, und diese Kameras, die kann man nicht kaufen, die werden zugeteilt. So in etwa, Da ja. muss man Also, sich drum bewerben, und also das ist wirklich ist- Wahnsinn. ja. Die reißen sie den Händlern so aus der Hand. also gebraucht kosten sie mehr als neu. Also das ist nur so mal verrückt. Ne? Das ist schon echt irre. Ja, dann lass uns doch mal. Nee, lass uns nicht mal. Doch, da ist er. So, da ist er wieder. Da ist er wieder, ja. Dann lass uns doch mal so Richtung Hafen, ne? Hafen, Wasser. Wollen wir hier durchgehen oder? Ja. Einmal durch die Mitte hier. Ab durch die Mitte? Ja, ich habe ja gerade mit der Kamera meinen JPEG-Only-Monat. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Guck mal hier auf dem Boden. Da kann man sich noch schön hinditschen, oder? Ist das glatt? Ja, du, ich habe das vorhin Nö, auf ist der aber nicht Brücke glatt. gehabt. Geht aber. Da war es spiegelblank. Gut, hier klappt das, kein Problem. Ja, aber Hamburg wird langsam wach, ne? Ich wollte noch einmal hier so den Ja. Blick rüber zeigen. Kieler Sprotte schreibt, die AIDA ist noch im Hafen. Wir haben gestern nur die Nebelmaschine getestet. Ach so, na dann. Ja, ja, Da hast du ja heute noch mal eine Chance. ja. Ich finde das echt schön, wenn die Sonne so langsam die Backsteine dann anleuchtet. Haben wir die Sonne natürlich jetzt von links. Aber wenn die ein bisschen mehr durchkommen würde, dann wird das hier alles richtig schön leuchten. Das sieht echt toll aus. Ich überlege gerade, wo wir lang gehen, weil da hinten gibt es ja noch dieses eine Gebäude mit den Wendeltreppen. Das Gebäude mit den Wendeltreppen, Also du wo man meinst, quasi zwischen den Gebäuden lang geht. das ist ja hier vorne eigentlich schon Nee, gleich, das ist oder? weiter am Ende, was ich meine. Da waren wir noch nicht so oft. Ah, diese Rettungstreppen. Ja, genau. Alles Das finde ich klar. als Motiv eigentlich sehr cool. Ja. Wir müssen noch ein Stück hoch, ne? Speicherstadt mittlerweile sehr viel Büros, viel Kreative, aber natürlich auch noch so einige Teppichhändler gibt es hier noch. Ja, sogar einige, viele, ne? Ja, Also, guck mal, und hier zum Beispiel der Medi. Teppiche, Kehlims und Seide. Dritter Boden rechts. Die ganzen Etagen hier sind mit Boden bezeichnet. genau, richtig. Das heißt, Teil der Adresse ist hier oftmals. Boden 1, 2, 3, 4, Ja. 5. Hast hier auch hast noch ein Teegeschäft oder ein Teelager hast du hier noch mit drin. Ja, also so Spezialitätenhändler, ne? Die sind hier auch teilweise vertreten. Dann bekommst du hier natürlich Teppiche. Und einer der Teppichhändler hat hier tatsächlich auch am Wochenende immer Tag der offenen Tür sozusagen. Oder Tag des offenen Denkmals. Und dann kannst du durch die einzelnen Böden laufen da bei ihm. Steht draußen immer ein Schild, dass du ist ja rein auch darfst. cool. Hier. Was denn bitte? Nee, ich wollte hier nur einmal zeigen. Na, hier sind lauter Schilder von Teppichhändlern. Old Oriental Rock Art. Raff Raff.
Ja, schon spannend. Du hast ja noch die ganzen alten Winden oben dran und so. Ja. Muss mal. Deine 360er ist ausgegangen. Nein, die macht alle halbe Stunde, muss die eine neue Datei machen. Das ist Okay, ein bisschen, alles klar. Safe. hier, ne, da hat man auch noch diese Haken. Ja. Und die sind größtenteils auch noch funktionsfähig. Also man sieht das schon hin und wieder mal, dass damit Sachen hochgeholt werden. Ich weiß nicht, ob die alle noch in Betrieb sind. Ich kann mir vorstellen, dass einige davon auch nicht mehr so in Schuss sind. Das weiß ich auch nicht so genau. Ja. Aber das eine oder andere fährt tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob man die Auslöser dafür noch sehen kann. Die sind ja eigentlich im Außenbereich teilweise noch sogar mit. Aber ich sehe jetzt auch gerade keine. Das ist meistens so ein Hebel, den kannst du nach vorne und nach hinten und dann geht es rauf oder runter. Aber ich sehe jetzt gerade auch keinen. Ja, aber ich finde es beeindruckend, wie auch die ganze Verzierung so in dem Mauerwerk drin ist. Ne? Also es ist echt schon cool. Ist so ein bisschen gebaut oder mit Einfluss der sogenannten Hannoverschen Schule von Konrad Wilhelm Haase. Der war nun ein richtiger Verfechter des Klinkers, aus dem aus dem Klinker, aus dem Baukörper selber sich dann auch die Dekoration ergeben muss. Und das hat man dann hier in den Speichern durchaus auch mit umgesetzt. Also sieht schon echt toll aus. Klinker sind teilweise glasiert, sodass sie dann andere Farben annehmen und damit wird dann halt ein Muster in die Wand gebaut. Guck mal, hier auch ein schönes Motiv. Ja. Zum Anleger hier in den Zollkanal. Mit Möwe, mit Dekomöwe Ja. heute Morgen. Und ein bisschen Nebel. Guck mal, der Nebel kommt wieder zurück. Der zieht von hinten rein. Siehst du das hier? Die Kirche wird wieder undeutlicher. Vielleicht haben wir ja Glück und der Nebel kehrt zurück. Das wäre schön. Die Rückkehr des Nebels. Ui. Oh. Ja, würde mich tatsächlich freuen. Also Ja. von der Stimmung her ist mit Nebel natürlich in der Speicherstadt was ganz Besonderes und das wollten wir eigentlich so ein bisschen zeigen. Naja, ansonsten zeigen wir uns. Ne? Ja, oder eine Möwe. Oder eine Möwe. Die werden hier in Hamburg auch immer größer. Ne? Sonst haben wir die irgendwie immer nur an den Küstenorten, dass sie so riesig sind. Aber in Hamburg mittlerweile Es auch gibt ganz ja schön. Möwen, das sind solche Brocken, die würden ja unsere kleinen Hunde wahrscheinlich verschlingen. Also das sind teilweise echt schon ganz schöne Apparate. Ne? Ja, die Möwe ist ja eigentlich mittlerweile so der Hamburger Adler. Ne? Also, Guck mal, hier kommt der Vorschlag sonntags in die Billstraße. aha. Also ich glaube, ein Livestream in der Billstraße, aber nur mit Security. Ja, ich denke auch. Also ich weiß nicht, ob wir da so gern gesehen sind. Da bleibt man wahrscheinlich lieber unter sich. Das kann sein. Jetzt kommen wir auch gleich zum Miniaturwunderland. Genau. Hat eben auch schon jemand nachgefragt. Hamburger Dungeon auch gleich hier vorne mit dabei. Ja, hier vorne auf der rechten Hand an der Brücke wurde 1888 die Speicherstadt eröffnet. Damals gab es noch Kopfbauten an der Brücke. Die sind durch den Krieg zerstört worden, wurden dann komplett abgetragen, sind nicht mehr existent. Ein Jahr nach der Gründung des großartigen HSV. Da hat man dann gesagt, so jetzt machen wir noch mal die Speicherstadt auf. Um den Chat mal wieder ein bisschen in Wallung zu bringen. HSV oder Pauli. Einfach mal etwas triggern. Ja, die hatten wir ja auch schon Genau. im Speicherstadt-Stream.
ausführlich behandelt, das Ja, Ganze. der Herr Barbarossa. Ja, dem haben wir es so ein bisschen zu verdanken. Ne? Und ich glaube, findigen Hamburgern, die das alles vielleicht auch ein bisschen kreativer ausgelegt haben könnten. Der Herr Barbarossa, war das der mit dem Freibrief? Genau, der hat den Freibrief für Hamburg geschrieben. Dafür, dass Hamburg mit Barbarossa verbündet war und ihm den Rücken gestärkt hat. Guck mal, jetzt haben wir hier natürlich auch gerade schon so einen Hotspot, wo auch am Sonntag auch viele Menschen sind. Ich glaube, da einfach mal schnell durch, oder? Einfach schnell durch, genau. Wollen wir über den Parkplatz durchlaufen? Da ist Wir vielleicht laufen da links. Ja, Ich gut. halte die Kamera so ein bisschen so, dass ich nicht zu viel Dann guck wieder so. auf die... Ne? Hier, Energy, guten Morgen. Einmal Gas und durch. Ja, die ganze Ecke hier leider momentan sehr viel Baustelle, schon lange. Ja. Hier wir wird haben ja, viele Baustellen gerade, ne? Also im Hafenbereich. Werden auch gerade wieder einige Fassaden renoviert. Viele Baugerüste. ja, ich glaube, hier wird die ganze Kaimauer neu gemacht. Da ist doch mal Ja, die ist irgendwann tierisch was abgesackt. heftig abgesackt. Ein Teil ist sogar schon fertig, also weiter oben an der Kornhausbrücke. Haben sie, glaube ich, auch meines Erachtens schön gemacht. Also da hast du jetzt Bänke, da kannst du dann auch dich mal hinsetzen und ein bisschen gucken. Also ich könnte mir vorstellen, gerade so im Sommer und so ist das abends eine schöne Ecke. Guck mal, Maverick fragt hier, er war mal in so einem Laden hier, wo man durchgehen konnte und alles dunkel war. Das ist Dialog im Dunkeln. Genau, das ist vorne beim Wasserschlösschen. Da, wo wir gestartet sind, da kann man im Prinzip erleben, wie es ist, wenn man blind ist. Genau. Stockduster, man bekommt so einen Stock in die Hand, so einen Führstock. Und ja, kann man das Parcours nennen. Also sind im Prinzip so Hindernisse des Alltags Ja, aufgebaut, die halt jemand meistern muss, der nicht sehen kann. Und ich glaube, das ist für jemanden, der normalerweise gucken kann, echt eine richtige Umstellung. ja, wir waren da auch schon einmal drin. Das ist wirklich interessant, vor allem am Ende, wenn du da durchgegangen bist, kommst du in eine Bar. Ah, okay. Und die Bar ist auch stockdunkel. Da wirst du halt von den Mitarbeitern bedient, die wirklich blind sind. Ja. Für die ist das dann natürlich, Ja, für die läuft im das ganz Vergleich normal. zu uns, ist das dann natürlich für die ganz easy. Ja. Wollen wir hochgehen, von oben gucken? Ja, ich wollte eigentlich jetzt gleich hier zwischen diese Häuser durch. Wir können einmal Ja. hier unten reingucken, weil da kommt nämlich diese Stelle mit den Wendeltreppen, die ich meine. Wir müssen nur mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ja, eigentlich auch über die Brücke und dann kannst du nämlich ins Parkhaus rein und durchlaufen. Ja, wir müssen hier, guck mal, wir müssen hier gleich links und dann hier diese Wendeltreppen. Das ist ein richtig cooles Fotomotiv. Man muss allerdings da ja, auf diesen Gang, diese Balustrade. Und um da hinzukommen, müssen wir jetzt aber, glaube ich, links rum. Und dann kommen wir da, meine ich, raus. Ja, ich weiß noch nicht, ob du von der Bodenseite auch ins Parkhaus kommst oder ob wir tatsächlich die Treppe nehmen müssen. Ja, oder wir gehen rechts rum und gehen da auf die Brücke. Ja, und dann gehen wir da unten durchs Parkhaus. Also so, das ist der Weg, den ich kenne. Wenn du einen anderen kennst, dann nehmen wir einen anderen. Ja, ich würde sagen, jetzt über die Brücke da hinten. Über die da? Ja, genau, Ja, da kommen okay. wir auch hin. Gut, dann muck wieder so. Einmal durch die Gebäude durch, ne? Mhm. Darf ich dir noch mal die Kamera geben? Aber Dann herzlich will ich gerne. noch mal schauen.
hab sie. Andi, der Sattelschlepper, ist auch wieder dabei. Er schreibt Detektiv Paddy und Sir Ben im Nebel des Grauens. Ja, so grauenhaft ist der Nebel nicht, aber vielen, vielen Dank. Wir haben ja Hoffnung, dass wir gleich am Wasser vielleicht ein bisschen mehr Nebel haben. Karin schickt 2 Euro Superchat mit einem Danke für den schönen Stream. Dankeschön, Karin. Dann haben wir Matti69, der 14 Monate auf der Speicherstadt feiert. Und er schreibt, wie hat sich das alles entwickelt? Wahnsinn. Viel Spaß bei der Kreuzfahrt. Ja, das ist in der Tat so. Das hat sich irgendwie alles wahnsinnig cool entwickelt. Wollen wir einmal rechts rüber gucken zur Flussschifferkirche? Ja, lass uns das mal eben kurz machen. Der Bunny schickt 2 Euro Frühschichtzulage. Dankeschön. Und Sir Tobi ist jetzt auf Twitch mit einem Prime-Sub dabei. Danke, Sir Tobi. André feiert Einjähriges. Ist auch ein schönerer Blick. Danke, André. Das Und sieht- Mike, 5,99 nochmal. Er schreibt, an dem Ort haben wir Schwiegermutter angerufen und ihr mitgeteilt, dass wir heiraten wollen. Das ist ja auch süß. Hier? Ja, wahrscheinlich da vorne irgendwo. Ich bin ja jetzt etwas zeitversetzt. Aber auch ein sehr schönes Motiv. Ja, das werde ich, glaube ich, gleich mal eben einfangen. Ja, auch lichtmäßig mit dem Michel, oder? Also ich finde das super. Na, und wenn wir hier gerade schon so stehen, ich könnte ja noch mal einen raushauen, den ich hinterher bei den Kontorhäusern nicht erzählen kann. Da auf der Hand, also links, da haben wir das Sohmann-Haus, gebaut von Martin Haller und erweitert von Fritz Höger. Und hier, das weiße Gebäude, ist das Stella-Haus, gebaut von Martin Haller, auch ein Kontorhaus, jetzt ein Hotel. Und hier vorne, das ist dann das Haus der Seefahrt. Also wir haben hier überall am Hafen auch Kontorhäuser. Soll ich die Kamera nehmen? Dann kannst du ein Ja, Foto ich machen. mache ein Foto. Dann haben wir auch genug angeteasert für den Stream. Also Mike schreibt genau, wo wir jetzt stehen. Aha, ja. Mike, danke für deine Unterstützung. Und der Übel-Tobias haut auch nochmal 2 Euro raus. Dankeschön. So, Hedwig, Edwi? Hedwig, Na, so sogar mit U-Bahn. So, verpackt, Safety first. Das gute Stück. Kriegt man ja nicht so schnell zurück, wenn es mal irgendwie was mit ist. Muss man drauf aufpassen. Dann versuchen wir gleich mal dazwischen die Gebäude zu kommen. Ja, das ist Kehrwieder, Spitz und Amundsenhaus. Haben wir von der Vorderseite, glaube ich, schon oft gesehen. Ja, hier stand ja damals der Startspeicher. Den hat man aber nach dem Krieg dann nicht wieder aufgebaut, nachdem der zerstört war. Und hat dann irgendwann hier diese Gebäude errichtet. Ach, guck mal, hier fällt das auch alles ab, ne? Ja, ja. Also alles hier extrem abgesackt. Ganze Speicherstadt ja auf Pfählen, auf Holzpfählen gebaut. Ja. Weißt du noch, wie viel das waren? Über 3 Millionen. Ja. Konnte man sehr schön sehen bei dem einen Stream bei Sturmebbe mal. Da bin ich hier ja lang gelaufen und da war ja so wenig Wasser drin, da konnte man wirklich hier quasi unter die Speicherstadt gucken. Die Pfahlgründung, ne? Ja. Ja.
Es gibt sogar noch alte zeitgenössische Bilder, die den Bau der Speicherstadt zeigen, wo sie da die Pfähle eingerammt haben. Also da gibt es ja auch einige Bücher davon. Manche muss man über den Gebrauchtmarkt kaufen, weil die nicht mehr regulär im Handel sind. Aber wenn man sowas bekommen kann, ist eine Investition wert, weil da sind tolle alte Bilder drin, um einfach mal zu schauen, wie sah denn das damals ja eigentlich alles aus. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Ja, Gucken, ob wir da durchkommen. das sieht nicht so schlecht aus, Paddy. Ja, das ist offen. Gucken noch mal, wie der Blick von hier ist. Auch nicht schlecht. Ohne die Baustelle im Vordergrund. Ja, also die Barken machen es natürlich so ein bisschen kaputt, ne? Ja, gut, das ist so. Aber in welcher Stadt kannst du heutzutage noch ohne Baustellen fotografieren? Es wird überall irgendwie was gemacht. Und wie gut, dass wir Kameras haben mit Zoom-Objektiven. Also da kann man dann ja auch den Und Bildausschnitt mittlerweile anders KI, wählen. die dir das einfach alles rausrechnet. Ja, kein Problem mehr. Von dieser Brücke aus kann man übrigens auch, wenn die Speicherstadt im Nebel liegt, was heute eigentlich ja der Plan war, ein richtig tolles Bild machen. Und zwar in den Fleet rein. Oh, hier ist glatt. Ja, hab's gemerkt. Geh mal in die Mitte und dann decken wir den Blick auf. Ja, wenn jetzt der Nebel da hinten drin ist, dann hast du quasi so kaskadenmäßig die ganzen Brücken. Das sieht richtig cool aus dann. Also auch so sieht es toll aus, aber mit ein bisschen mehr Stimmung. Ne? Muss man sich jetzt ein bisschen vorstellen. Oder bei Instagram mal auf die Suche gehen. Der eine oder andere hat solche Fotos auf seinem Profil. Die eine Brücke, also ihr seht ja jetzt zwei Brücken, die eine so ein bisschen schräg. Das ist vom Miniaturwunderland. Die haben ja erweitert und sind von der linken Seite, wo sie ursprünglich waren, auf die rechte Seite nicht umgezogen, sondern haben ausgebaut. Ja. Und ja, ganz spektakulär, wie die Brücke da eingesetzt wurde. Gibt es auch ein Video auf YouTube drüber. Schon gesehen. Und die ist halt schief, weil die Böden natürlich nicht exakt auf einer Höhe sind. Ja. Und was ich aber sehr toll finde als Fotomotiv, diese Wendeltreppen. Und da wollte ich jetzt noch mal hingehen, weil wenn man da Herzlich gerne. hier jetzt, wenn wir da jetzt hier, oh, kann man das? Ach doch, doch, ist Ja, offen. Ich dachte, wir würden hier ein auch schon wieder... bisschen kreativ dran vorbei. Ach guck mal, da ist auch ein Weg frei. Ist doch super. Ja, ich dachte, wir würden hier schon wieder von irgendeiner Baustelle gehalten. Nee, wir wurden gerade eingeladen, hier lang gehen zu dürfen. Guck mal, das finde ich zum Beispiel sehr cool. Also hier habe ich auch schon viele Fotoshootings gemacht. Mit dem richtigen Licht und der Silhouette der Wendeltreppe. Richtig Ich habe schön. mich davon ehrlicherweise auch ein bisschen inspirieren lassen. Ja, das ist jetzt nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Aber man muss auch so ein bisschen wissen, wo die Ecke ist. Ist jetzt natürlich so ein bisschen schade, dass wir da die Baustelle haben, aber ich gehe mal hier zum Ende. Und Hinter dir ist frei, kann nichts passieren. ja, im Sommer oder generell bei gutem Wetter hat man halt teilweise da hinten den Sonnenuntergang. Ja, und das im Gegenlicht. Ja, und dann kann man, wenn wir noch mal ein Stück zurückgehen, kann man hier, sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so spektakulär aus, aber wenn da die Sonne untergeht und diese
Wendeltreppen eine Silhouette bilden. Das sieht echt spektakulär aus. Ja, muss man natürlich den Bildausschnitt dann ein bisschen anpassen und so, ne? Aber Ja, das passt jetzt mit dem Handy nicht so gut. Ist wahrscheinlich auch eine Hochkantgeschichte, was im Stream jetzt auch nicht so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall eine schöne Ecke. Also wenn ihr mal in der Speicherstadt seid, weil hier zwischen verirren sich dann doch wieder nicht so viele Leute. Ne? Also siehst du, hier ist kein Mensch, da hinten auf dem Hauptweg laufen doch einige lang. Ja, das ist so ein bisschen was für Insider, ne? Wenn du jetzt sagst, du möchtest ganz gerne ein Porträt machen, was man zum Beispiel nicht so häufig hat, dann bietet sich das mit den Wendeltreppen hier einfach hervorragend an. Hast du im Prinzip hinter dir hast du freien Raum, das heißt, du kannst die Person schön freistellen, als Silhouette fotografieren oder wie auch immer, überbelichten, was auch immer du möchtest. Also kann man schon toll machen und von der Brücke aus dann halt in den Fleet rein, ist auch klasse. Also da geht schon einiges. Wollen wir mal gucken, was der Hafen an Nebel zu bieten hat? Ja, nicht so viel. Ich fürchte, ich muss den Streamtitel noch mal ändern. Und das mit dem Nebel und Edgar Wallace da rausnehmen. Es hätte Nebel sein können. Ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, ne? Ja. Aber den Temperaturen läuft die Nase ständig. Ich muss mal eben kurz so ein bisschen putzen leider. Willkommen in meiner Nasenwelt. Das ist schon ein bisschen doof. Wollen wir rechte Hand oder linke Hand? Linke Hand kommen wir nicht durch, glaube ich. Ich glaube, wir gehen rechter Hand, oder? Gut. Ich will noch einmal einen Blick zurück. Hier seht ihr das mit den Wendeltreppen. Könnte im Nebel auch cool aussehen. Ja. Ja, also das habe ich auch tatsächlich nicht erwartet, dass das jetzt so schnell hier aufklart. Aber gut, ist wie es ist. Linke Seite sehen wir auch ein Gebäude, was relativ bekannt ist. War das noch Notruf Hafenkante oder so? Genau. Na, ab und zu. Oder war das Großstadtrevier? Nee, Großstadtrevier ist Davidwache Ja, aus stimmt. St. Pauli. Ja, wir können sehr weit gucken. Wir können in der Tat sehr weit gucken. Ja, wir haben einfach nur eine sehr tief hängende Wolkendecke und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber ansonsten, also so hässlich finde ich es trotzdem nicht. Also so ein bisschen hochlaufen würde ich schon wollen. Wie siehst du das? Schwester Hansen schreibt, wir strahlen zu viel Wärme aus, dadurch ist der Nebel. Heiße Typen. Ne? Ach ja, so ein Stück nehmen wir euch noch mit. Also Ja, jetzt keinen Nebel zu haben, heißt ja nicht, dass wir gleich den Kopf in den Sand stecken. ach was, Hamburg ist ja eigentlich immer schön. Und gerade morgens, wobei wir jetzt ja schon eine etwas fortgeschrittene Stunde haben. Aber ach, es ist doch einfach immer wieder toll. Und das Beste daran ist, man ist draußen, man ist an der Luft. Stimmt. Und mir ist auch überhaupt nicht kalt. Nee, kalt ist mir auch nicht mehr. Die Latscherei. Ich weiß gar nicht, was haben wir so? Um die 0 Grad, würde ich sagen. Ja, genau. Vielleicht +1 oder so, könnte ich mir denken. Wir könnten aber jetzt gleich mal gucken, ob wir für alle, die sich hier mal rumtreiben, einen heißen Tipp für eine öffentliche Toilette finden. Ich habe nämlich schon wieder zu viel Kaffee intus. Ach so. Ja, Vielleicht beim Bäcker da hinten. ja, da wirst du auf jeden Fall Glück haben. Im Heimathafen hinten, die sind auch immer sehr nett. Wenn man da mal eben kurz mal eine kleine Notdurft hat, packt den Euro irgendwie in ein Sparschwein oder sowas, dann freuen sie sich. Und ich glaube,
je nach Not ist so ein Euro gut investiert. Nicht? Wer übrigens in Hamburg ist und auf Treppenhäuser steht, wer sowas gerne fotografiert, klingelt mal beim Sloman-Haus und fragt ganz lieb, ob ihr mal ins Foyer dürft. Und dann fallt um. Also dann guckt nach oben und schaut euch mal den Lichthof an. Ist So ein beeindruckend. Hammer. Ja, ist wirklich toll. Das Foyer ist in weiß gehalten, gemauert. Wollen wir hier rüber oder? Ja, lass mal hier jetzt rüber sind und wir dann schon links. hier. Ne? Du wolltest ja noch Genau. mal eben kurz austreten. Ja. Und oben ist halt ein Dachfenster. Also ich weiß gar nicht, wie nennt sich das? Oh, wie nennt sich das? Ein Okular kann es nicht sein. Ich komme nicht auf den Begriff. Das ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm. So Oberlichter oder? Das ist ein Oberlicht. Es ist im Prinzip ein riesiger Lichthof in weiß, weißes Milchglas und dann eine blaue Hamburger Flagge da drin. Also es ist enorm. Sieht toll aus. Wie gesagt, also so wie die Flagge da oben, die man auf dem Sloman-Haus sieht. Weißt du, kannst du das einfangen? Ja, Und die ist quasi in dem Oberlicht eingefasst. die Flagge. Die Flagge, ja. Halt als Glasornament. Und da kann man einfach so rein? Du musst klingeln und musst ein bisschen bitte sagen. Ist auch Okay. alles Video und Kamera überwacht. Aber wenn du Glück hast, lassen sie dich rein. Also ist sehr beeindruckend. Da ist auch noch so ein alter Warteschalter und Information steht da dran und so. Also toll gemacht. Also du merkst, das Kontorhaus möchte langsam raus, ne? Ja, ich merke das schon. Wir müssen noch 1, 2 Vorbereitungen dafür treffen. Da vorne ist die Schanzenbäckerei. Mal gucken, ob die offen haben. Ja, soll ich schon mal die Kamera übernehmen, dass du da... Ja, ich Drin würde auch kannst- meinen Rucksack mit der 360-Grad-Kamera gerne draußen lassen. Ja, das kann ich verstehen. Da ist aber nichts. Nee, das ist Heimathafen. Ich wollte hier Schanzenbäckerei. Ist auch zu. Aber da vorne ist ein Bäcker. Doch hier, Schanzenbäckerei. Sehr schön. Gucken, Ja. ob die, Dann würde ich hier draußen warten. erstmal gucken, ob die eine Toilette haben. Doch, ich glaube schon. Soll ich mal kurz fragen? Das kann ich auch selber machen. Ja, gut. Ich würde dir mal die Kamera geben Ja. und Bummelst mir das einfach alles um und dann passt das schon. ja, ich muss, warte, den Rucksack Ja. muss ja allerdings auch dieses Gerät hier geben. Ja. Sehr schön. So, ich komme gleich wieder. Dein Mikro? Oh ja, mein Mikro. auch das gebe ich dir. Ja. Komm, hast du 2. Sehr schön. Haben ist besser als brauchen. Ja, genau. So, ich guck mal, was geht. Super. Ja, so, jetzt sitzen wir hier in einer wunderschönen Baustelle. Aber das geht ja gleich weiter, ne? Ja, das ist die U-Bahn-Station Baumwall hier. Wenn ihr hier aussteigt, dann seid ihr schon relativ dicht an der Speicherstadt dran. Ihr könnt aber auch gleich dann, wenn ihr möchtet, von hier aus auf die Elbpromenade, jetzt hier an Fedderpromenade und im Hafen spazieren gehen.
Paddy gleich wieder da ist, dann geilert auch wieder weiter. Ja, für die Tour durchs Kontorhaus, da sind wir noch so ein bisschen am Plan und müssen noch das ein oder andere organisatorische Detail besprechen. Und dann geht das auch schon bald los. Also die größte Wartezeit habt ihr und wir schon hinter uns. Sind jetzt einfach nur noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir da klären müssen. Ja, rechte Hand kann man auch durch den Michel oder zum Michel, genau, da sind dann, kommen wir wahrscheinlich auch gleich dran vorbei, da sind die Michelwiesen, ne? Und dann läuft man im Prinzip direkt auf den Michel zu und kann von da aus dann, also das ist hier quasi da einmal dann ums Eck, und kann von da aus dann auch direkt ins Portugiesenviertel starten. Ne? Ja, mit Nebel ist nicht so dolle, ne? Also die Suppe hier hat sich ganz schön verzogen. Paddy, du siehst so entspannt aus. Oh. Ja. Okay, kennst du so diese kleinen Glücksgefühle? Ja, die kenne ich. Jetzt muss ich mich gerade mal wieder zurückorganisieren. Jojo, mach mal ganz in Ruhe. Wir gucken uns hier die Baustelle an. Den einen oder anderen Bus für die Touristen haben wir hier uns auch schon angeguckt. Einen wunderschönen Blick auf den Baumwall haben wir hier auch. So wunderbar. Sehr gut. Okay, dann kann ich das Gerät auch mal kurz zurücknehmen. Ja. Und kann noch mal kurz, bevor es weitergeht, ein paar Dankeschön loswerden. Das Rumkügelchen ist jetzt bei Twitch mit dem Prime-Sub dabei. Dankeschön. Van Ben lässt auch einen Sub da auf Twitch. Herzlichen Dank. Und Angie WW12, auch auf Twitch im 2. Monat. Moin an alle aus dem Nebel, in den Nebel. Ja, in den Nebel. Ah, Also wir gucken gleich noch mal am Wasser, aber sieht nicht mehr so neblig sieht aus. leider nicht so dolle aus. Wir sind gestartet, also kurz vor dem Start sah das echt irre aus, war richtig cool. Haben uns gefreut, oh jetzt, heute, das wird was. Ja. Also die ersten 5 Minuten vom Stream, da sieht man noch so ein bisschen was. Und Mike lässt nochmal 2,49 da. Herzlichen Dank. Jo. Mütze wieder auf. Ja. Wir haben gerade schon festgestellt, hier vorne kommt man dann auch zum Michel durch. Ne? Die Michelwiesen sind hier auf der Kante auch vorne. Und es gibt doch einige, die uns gerne den Nebel schicken würden. Ja, würden wir jetzt nehmen? Wir würden den nehmen. Ja. Also wir haben die letzten Tage und Wochenenden so viel Nebel gehabt. Und tatsächlich hauptsächlich an den Wochenenden. Und der war so hartnäckig, dass er sich eigentlich immer den ganzen Tag gehalten hat. Und wir abends sind teilweise auch ein Strich durch die Rechnung. So ein bisschen. Ich kann das so ein bisschen an den AIDA Nova Streams festmachen, die alle vernebelt waren. Ja. Ne? Und heute, wo wir sagen, Mensch, lass mal was machen, lass mal zeigen. Nichts. Es war auch eine richtig gute Idee, gestern vom Postbüdel einfach zu sagen, macht doch einen Nebelwalk. Ja. Da haben wir uns angeguckt und dachten uns, ja, Das ist es, ne? das ist, kann man mal so machen. Signal kommt, irgendwann. Ja. Wir haben ja auch schon Ampeln, wo oben ein Countdown läuft. Ja, das ist am Balindamm da hinten. Oh, guck mal, da ist auch so eine fette Möwe. Die Ja, macht jetzt, das ist die macht jetzt Chefmöwe Stress da. bei den Tauben. Die hat sich da auch irgendwas geschnappt. Die hat sich was richtig Fettes geholt gerade.
Ja, gehen wir doch noch mal ein Ja. Stück an der Wadderkante entlang, oder? Irgendwie so. Aber guck mal, die Sonne direkt oben in dem Bogen der Elbphilharmonie. Auch. Oh, das schön. ist doch Kunst, oder? Das ist Kunst, genau. Man bräuchte jetzt ein schönes Tele Perle des Nordens. über der Elbphilharmonie. Ja, Aber ein bisschen Zoom hast du ja, ne? guck mal hier. Ei. Oh, jetzt muss ich das nur irgendwie versuchen zu halten. Machst du gut. Machst du gut. Perle des Nordens. Leute, macht euch einen Screenshot. Wahnsinn. Das Fotografenherz springt schon wieder. Mit Möwe drin. Herrlich. Besser geht's ja gar nicht. Ja, dann müssen wir uns fast ein Oh, wir bisschen müssen uns beeilen. beeilen, ja. Die Sonne hat zu lange gelockt. Ja, hier vorne sitzt auch wieder einer mit dem Heimwehkompressor. Ich möchte erstmal kurz ganz schnell hier aus der Menschenmenge raus. Und hier sind wir bei den grünen Barkassen. Von wem gehören sie? Na? Ja, wer weiß es, wer weiß es. Die grünen Barkassen. Natürlich. Gibt doch nur den einen, den einzig wahren. Bockhossen Elas. Ich finde aber, die Bilder strahlen eine unheimliche Ruhe aus. Ja. Aber ich finde das auch schön, wenn die Sonne jetzt tatsächlich so ein bisschen hier reinscheint. Also irgendwie hat's was. Also ist schon nett. Ach stimmt, Elas hat ja sogar ein eigenes Emoji bei uns. Hier war gerade die Frage, ob wir heute noch einen AIDA-Stream machen. Ja, also, ich habe die AIDA Nova nicht wegfahren sehen, also muss sie ja noch da sein. Eine AIDA ist heute nicht da. Also was keiner gesehen hat, ist auch nie passiert, ne? Oder irgendwie so. Wenn überhaupt, hätten wir nur die Preziosa im Angebot. Ach, guck mal hier. City Sport Hafen. Anleger von Elas. Dann das Feuerschiff. Ja, da ist auch schon jemand fleißig bei Elas. Claudia ist es nicht. Nee, sieht männlich aus. Ja, die Elbphilharmonie konnte man gestern auch nicht sehen. War nichts Nee. zu wollen. Wir hatten ja schon Probleme, die Fähren zu sehen. Ja. Ah, ist schön. Also ein bisschen Nebel haben wir noch. Also wie war das noch? Nebel ist dann, wenn die Natur zu faul ist, die Umgebung zu laden, ne? Oder irgendwie so. Ein Ladefehler. Ja, so kann man das auch interpretieren. 10 Euro Superchat von Annette und sie schickt nachträgliche Glückwünsche an Tanja. Da sage ich mal im Namen von Tanja Dankeschön, aber Tanja ist ja auch im Chat. Ja, wollen wir noch ein bisschen hoch Richtung Cap San Diego oder so? Unten durch, Ja, oben durch? wollen wir Überseebrücke oder Ja, einmal runter? lass uns das mal machen. Das machen wir, ne? Bettina Elas ist auch voll und scheint gleich zur Hafenrundfahrt abzulegen. Ja, von der Uhrzeit her ist das so, glaub ich, mit die erste Tour, wa? Ich finde ja, dass wir Claudia immer noch überreden müssen, mal irgendwann So eine Sonnenaufgangstour. eine Sonnenaufgangstour zu ja, machen. oh, auf da dem wäre ich auch Sonntag. dabei.
Da hätte ich richtig Bock drauf. Und dann schön einmal an den Fischmarkt ran. Ja, das darf gerne so Frühjahr, Anfang Sommer sein. Dann so eine Fischfrikadelle to go und dann geht das weiter. Moin. Moin. Wollt ihr vielleicht eine schöne Hafenrundfahrt noch machen? Oh, Nee, heute nicht. aber danke fürs Angebot. Dankeschön. Gerne, immer wieder gerne. Oh, wir sind alle fleißig bei Elas. Ja. Ja. So eine Barkasse muss voll. Und die machen auch wirklich tatsächlich richtig schöne Hafenrundfahrten. Also auch wenn man den Hafen eigentlich schon kennt und hier sich regelmäßig bewegt und auch schon mal das ein oder andere Mal eine Hafenrundfahrt mitgemacht hat, lohnt sich immer wieder dabei zu sein und das doch nochmal wieder zu machen, Ach, guck mal, weil die Eindrücke sind immer wieder andere. das ist auch einfach ein schöner Blick hier. Ja, Vordergrund mit dem Feuerschiff Elfi und jetzt so ein bisschen der diesige Hintergrund. macht was her, ne? Ja, Richtig schöner Farbklecks. man kann auch richtig schön rüber gucken zum Ostwaldkai. Ich kann ja noch mal den Mega Ah, da hinten die Kräne, ne, im Nebel, das sieht ja genau. auch richtig gut aus. So. Ja. Schön, echt schön. Ich nehme das Feuerschiff gleich mit, aber ich muss das ein bisschen mehr von vorne machen. Ich habe nicht so viel Weitwinkel. Ja, Ben hat da einen speziellen Platz. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Ja. Ach komm, jetzt ein bisschen Romantik hier. Ah, Wo haben- weißt du noch damals? Wo haben Ben und ich uns das erste Mal getroffen? Und es war neblig. Sollen wir da ein Liebesschloss aufhängen? Es war auch nebelig. Ja. So. Es war bei dem ersten Livestream, den ich mit Robert damals gemacht habe. Es war auch nebelig. Und Ben stand hier auf dieser Ecke. Genau. Exakt auf der Kante hier. Es lief nicht so, wie er wollte, deshalb hat er einmal hier in das Geländer getreten. Daher ist hier auch diese... Ja, es hat sich ein bisschen durchgezogen dann, ne? Aber er stand hier genau auf dieser Ecke, So wie jetzt ungefähr. so wie jetzt ungefähr. Ben und Paddy Gedächtnisecke. Und jetzt sogar mit einer Elas-Barkasse. Mehr geht nicht, du. Tobi fragt, ob du nicht deine Laterne dabei hattest. Hattest du die damals dabei? Nee. Ich hatte mein Mittelformat dabei und habe da einfach mal ein bisschen mit rumgespielt. Und dann seid ihr hier um die Ecke geschossen gekommen. Ja, wollen wir noch mal Überseebrücke runter? Ja, machen wir gerne. Besuchen wir mal die Cap San Diego so ein bisschen. Gucken wir mal, wie das hier empfangstechnisch ist. Ja, da vorne auf der Kante hat alles angefangen. Ne? Wer hätte gedacht, wie sich das so entwickelt? Vielleicht wird das demnächst noch so ein Selfie-Ort. Die Gedächtnisecke. Also, falls ihr für einen Spaß zu haben seid, wenn ihr mal in Hamburg seid, Selfie an der Paddy und Ben Gedächtnisecke. Ja. Guck mal hier die Tauben. Aber die lassen sich auch nicht Guck stören. Ne? dir mal dieses Motiv an, Ben. Das ist doch auch schön, oder? Guck mal hier. Ah, das hat ja was. Das ist doch hier herrlich. Wollen wir es mal Aber versuchen? sie haben schon keinen Bock mehr auf Nee. uns. Wir sind schon etwas zu dicht.
Versuch's mal. Ein bisschen Abstand beruhigt sich die Situation ja vielleicht. So. Ja. Die allgemeine Hafentaube kennt das Geräusch, die stört sich dadurch nicht mehr. So. Ja, ja. Ben muss Der hatte wieder keinen die Bock. Tiere aufschrecken. Ah, sie kommt zurück. Guck, 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 guck. Siehst du, da wird sich jetzt erstmal was erzählt, ne? Einmal Nachrichten austauschen. Wo hast du was zu fressen gesehen? Aha, ja, da hinten. Und dann geht das los. Ja, ganz so schön, wie du das jetzt eingefangen hast, geht das bei mir nicht. Aber gut. Ach. André ist da. 13 Monate Speicherstadt. Und schickt auch nochmal Grüße an Tanja. Nachträglich alles Liebe zum 30. Dankeschön, André, dass du schon so lange dabei bist. André kennen wir auch schon so lange. Auch ein Mann der ersten Stunde, sozusagen. Ja, ich weiß auch, André war irgendwann mal auf so einem saukalten Stream dabei in Övelgönne. Stimmt doch, André, oder? Schmeiß ich da wieder irgendwas durcheinander. Detlef lässt auch 2 Euro Superchat da. Mit sonnigen Grüßen aus Osnabrück. In Osnabrück, die haben ja immer Vandalentag. Stimmt, die haben ja diesen einen Feiertag, ne? Ja, es gibt ja diesen einen Feiertag, der in Nordrhein-Westfalen Feiertag ist. Und ja, so die ganzen Ostwestfalen-Lipper, die haben nutzen diesen Feiertag dann und fahren nach Osnabrück zum Einkaufen, weil Osnabrück ja, glaube ich, ist Niedersachsen. Ne? Und ich glaube, das wird da in der Gegend Vandalentag genannt. Weil sie einfallen, ja? Wenn die Vandalen einfallen. Ist das richtig so? Ich glaube ja. Ach, guck mal hier mit dem Raureif, ne? Oh, guck mal. Sieht das Sensationell. Guck dir das mal an hier. Kannst du mal mit der Zunge dran? Cool aus? Nee. Das hättest du gerne, ne? Das gibt Abwehrkräfte, oder? Aber kann man da fototechnisch nicht was draus machen? Guck mal. Also ich wäre jetzt hier so bei diesem Bildaufbau. Ja, Irgendwie ich hätte sowas das in auch der so Art? mitgenommen. Na, lass mal gucken. Probier doch mal. Ja, wenn ich da jetzt mit der Zunge dran gegangen wäre, hätte ich mir mal den Vordergrund kaputt gemacht. Ja, So das einer stimmt. bist du. Ja. Sonja ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Sonja, dankeschön. Kirsten bestätigt das auch. Immer wieder schlimm in Osnabrück, wenn man da unterwegs war an dem Tag. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist. Gestern Abend hatten wir ja auch wieder eine nette Diskussion über das Innenstadtsterben und den stark zurückgehenden Einzelhandel. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ganze Online-Geschäft auch auf dieses Phänomen auswirkt und da vielleicht gar nicht mehr so dieser extreme Einfall ist. Ach, es wird doch viel über deine Kamera hier diskutiert. Die mögen doch einige. Aha, Ja, das ist ja auch eine schöne Kamera. die ist auch echt schön. Also, sie begrenzt dich natürlich. Sie schränkt dich ein. Du musst halt beim Fotografieren ein bisschen kreativer werden. Aber ganz ehrlich, Also du sagst, sie begrenzt dich. Also ist es euch schon mal aufgefallen, Ben hat heute nicht seinen Marschrucksack dabei mit den 25 Kilo Fotogepäck, hat nur die kleine Kamera dabei und meint jetzt, er wäre eingeschränkt. Ich würde sagen, du bist heute mal frei. also, sie fördert natürlich die Kreativität, ne? Ja, Und ganz ehrlich, ich habe noch nie so viele Bilder von mir und Kirsten gemacht, während wir unterwegs sind, wie mit dieser kleinen Knipse. Weil du holst eine große Kamera nicht aus dem Rucksack. Machst du nicht. ist so. Und Ne? Erinnerungen, gerade so familiäre oder mit dem Partner, sind halt wichtig. Eben. Das ist schon wichtig.
Snacky, hier, danke das für deinen ist- Prime-Sub auf Twitch. Das ist auch cool. Warte. Herzlich willkommen an Bord. Sportshotz ist auch seit 5 Monaten auf Twitch dabei. Lässt wieder einen Sub da und schreibt, wie die Zeit vergeht. Schön, dass du bei uns bist. Oxy 19800 verschenkt gleich mal 5 Subs. Dankeschön. Für alle, die später eingeschaltet haben, wir hatten heute Morgen, als wir gestartet sind, ja, so um 9 Uhr rum hatten wir wirklich dichtesten Nebel. Es war absolute Edgar Wallace, Alfred Hitchcock-Stimmung. Aber juste als wir den Stream gestartet haben, so gegen 10 Uhr, 15 Minuten später, War vorbei. war das So dann ziemlich. vorbei. Es klarte auf. Von daher, wer sich über den Titel des Streams wundert, nicht böse. Oh, was macht Ben denn guck mal. jetzt? Nicht böse sein. Nehmen wir mit hier. Jetzt macht er aber Kunst. Jetzt geht's ab. Jetzt macht Ben ganz große Hier. Kunst. Oha. Gucken. Mit einer Spiegelung einer Red Bull-Dose. Die steht da eigentlich ein bisschen falsch, ne? Die muss hier rüber. Ja, na Also, klar, natürlich. ne? Also es Also sieht bitte. jeder sofort, dass die Dose da falsch steht. Ich habe vor langer Zeit mal einen Workshop mit begleitet und da stand so eine Bierflasche von Astra im Hafen auf so einem Poller drauf. Ich sag hier, was fällt euch dazu denn ein? Ja, nee, so eine blöde Flasche und das wurde hinterher, das meist fotografierte Motiv, weil du halt Hamburg mit dieser Flasche und dem Hafen wunderbar kombinieren konntest zum Sonnenaufgang. Jeder braucht immer eine Flasche. Ne? So, Ja. alles für die Klicks, ne? Alles für die Klicks. Einmal lecken oder was? Komm. Ja. Ich muss einmal kurz gucken, ob ich mal... Anja hatte hier nach einem WhatsApp-Link gefragt. Und ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier in unserem mobilen Stream eigentlich auch mal unsere WhatsApp-Werbung raushauen kann. Müsste theoretisch jetzt kommen. Da gibt es dann eine Nachricht, wenn wir spontan... Oder generell, wenn wir online gehen, ist halt immer dann gut, wenn wir vorher nichts groß angekündigt haben. Was meinst du, wollen wir noch mal runter ans Wasser? Ja, so. Wie schmeckt das jetzt hier? So. Geht. Prickelt auf der Zunge. Ich weiß nicht, was alles auch so dabei war. Prickelt. Ein bisschen Ahoi-Brause. Apropos Ahoi-Brause. Ich habe jetzt Werbung bekommen, ich glaube auf Instagram. Es gibt ein Kostüm Ahoi-Brause. Aha. Also wahrscheinlich für die ganzen Jecken, wenn irgendwann Karneval demnächst losgeht, kannst du als Päckchen Ahoi-Brause gehen. Naja, gut, warum nicht, ne? Und nein, liebe Zuschauer und lieber Chat, Kaufst dir keins? kommt nicht auf die Idee, uns Ahoi-Brause Kostüme zu schicken. Was trägst du, XL? Wir werden sie nicht, nein, wir werden sie nicht anziehen. Wir werden keinen Stream damit machen. Kommt nicht auf diese Idee. Geht, aber ich habe irgendwie Bock. Jo, und hier sind wir unten Überseebrücke bei der Cap San Diego. Guck mal, und Habicht ist auch schon wieder fleißig. Ja, wieder alle unterwegs, ne? Aber ist jetzt eigentlich eine ganz schöne Stimmung. Also es ist nicht so krasser Nebel, aber die Weitsicht ist trotzdem nicht da. Also ich finde es eigentlich ganz cool, zumal du ja auch so ein bisschen Sonne jetzt kriegst. Also ganz leicht. Deine Frau findet das übrigens lustig mit der Ahoi-Brause. Also wenn du demnächst Ja, danke. ein Überraschungspaket bekommst. Ja, ich habe hier was für dich. Rollenspiele mal anders. Ne? Liegt dann so auf dem Bett.
Oh Gott. Kann ich doch mal den Finger reinstecken. Was? Nein. Meine Nacht mit der Heubrauchpusse. So, ab wann ist dieser Stream dann nicht mehr 18 oder Nein. ab wann müssen wir USK 18 einblenden hier? Bilder aus dem Kopf. Ja. Bilder geht weg aus dem Kopf. Wunderschön, ja, das hast du ja selber eingebrockt jetzt. Komm, wir gehen noch ein Stück da runter. Ja, ich mache noch mal eben kurz ein Bild von dem kleinen Kahn hier. Vielleicht kriegt man da schön die Wasserstandsanzeige mit rein, die Tiefenanzeige. Hinten steht schön Hamburg drauf. Da müssen wir wohl mit einer 800stel bei, würde ich sagen. Oh, das wird ja noch besser. So. Cap San Diego. Ja, Wie wurden die noch genannt? die weißen Schwäne vom Atlantik oder so. Die weißen Schwäne vom Atlantik. Oder vom Südatlantik, ich glaube. Ja. Ich meine, es gab 6 oder 7 Schiffe. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die Cap San Diego eins der letzten. Ja, als Stückgut und Kühlfrachter, ne? Ja. Schön. Und guck mal, da sieht man sogar den Propeller rausgucken. Klar, hat natürlich nicht besonders viel Tiefgang, jetzt als Museumsschiff. Ist halt noch fahrtüchtig, das ist das Besondere daran. Wird von sehr vielen Ehrenamtlichen in Schuss gehalten, die da irgendwie ständig zugange sind und macht pro Jahr, glaube ich, so um die 6, 7 Fahrten. Ja, Zum Hafengeburtstag natürlich auch. kannst du buchen. Denn das spült zum einen natürlich ein bisschen Geld in die Kasse, auf der anderen Seite muss das Schiff halt eine gewisse Anzahl an Fahrten machen, damit es dann den Fahrtauglichkeitsstatus behalten kann. Ich glaube, das ist sogar auch ein Hotel, ne? Ich glaube, da kannst du auch drauf schlafen. Also bei der Rigma Rigmas geht's, also entweder bei ihr hier oder bei der Rigma Rigmas kannst du auch übernachten. Ja, hier steht doch auch Hotel auf dem Schild. Ja, siehst du wohl. Ich weiß, dass du hier auch Flächen für Events mieten kannst. Ja, das weiß ich. Ja, ein Escape Room Escape ist Rooms an hast du Bord. auch. Ja. Also eigentlich, Paddy, müssen wir hier mal rauf. Bei irgendeiner wir. Gelegenheit müssen wir da mal rauf. Oder vielleicht sogar auch mitfahren, wenn sie ihre Ausfahrt machen oder sowas. Da hätte ich echt Bock drauf. Können wir auch ohne Stream machen, machen wir privat. Da wird aber gleich, gleich Protest kommen. Natürlich. Ja. Ja, schön oben beim Kapitän mit auf der Brücke und dann so, nur sag mal, was machst du da? Aber wir können doch zumindest einmal hier hochgehen, oder? Ich glaube Da nicht, dass sie brauchen wir was doch- dagegen Da haben. brauchen wir doch noch kein Ticket. Hier sagt man Moin. Hier Dann mal sagt man rup. Moin. Müsst voran. Einfach Ja. mal. Ja, wir haben jetzt noch kein Ticket, deshalb gucken wir einmal nur hier kurz rum. Na, da vorne ist auch die Kasse. Das machen wir ein anderes Mal, oder? Ja. Wollen wir mal fragen, ob wir. Ja, das machen wir privat, ne? Ja, Chris, das ist gleich Protest vom Chat. Ja, ich glaube, die Damen brauche ich nicht fragen, ob wir hier mal einen Livestream machen dürfen. Ach, ich glaube, die ist da ganz entspannt, aber wir müssen halt jetzt. Es dauert halt lange und es sind halt auch viele andere an Bord und es wäre, glaube ich, auch
schöner, wenn wir dann jemanden dabei hätten, der auch ein bisschen was erzählen kann. Ja. Weißt du, wenn wir jetzt einfach nur darüber latschen, also wenn, dann hätte ich auch gerne jemanden von der Cap San Diego dabei. Der was von der Cap Santiago auch Ja. erzählt. Ne? Aber dann haben wir ein Projekt, ne? Das startet gerade. Haben wir gerade geboren. Die sind ja auch auf Instagram sehr aktiv. Könnt ihr mal gucken, Cap San Diego. Vielleicht schreiben wir die mal an. Ja. Kleine Führung, vielleicht mal eine kleine Mitfahrt. Können wir vorstellen, dass Ja. da was geht. Da geht bestimmt was. Aber mit der Cap Santiago im Hintergrund kann man doch eigentlich fast schon sagen, bestes Bild zum Tschüss sagen, oder? Meinst du hier? Oder wollen wir noch mal eine Runde gehen? Das ist ja wieder eine rhetorische Frage. Hahaha. Ja, das ist ja wieder eine rhetorische Aber Frage. das Bild sieht doch toll aus, oder? Das Bild ist in mal der ganz Tat sehr ehrlich. schön. Kannst du das mal als Foto machen? Ja. Wir können ja den Chat noch ein kleines Stück mit zurücknehmen, den Livestream. Wir müssen ja eh den ganzen Weg zurück. Ich denke, wir werden uns gleich noch ein Käffchen gönnen. Ja. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall noch ein Stückchen mit zurück. Dann müssen wir nicht ganz alleine latschen, das ist doch auch schön. Oder Ben, war das ein, ich habe keine Lust mehr? Nein, so war das nicht gemeint. Also wenn das nach mir geht, wir können noch, du. Nochmal hoch, ne? Ach Mensch, habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Kamera einfach liebe? So. Nee. Hast du noch nicht. Einmal den Fokus nochmal nach hinten und dann hätt wieder. So. Ich bin zufrieden. So, dann müssen wir erstmal, jetzt gehen wir natürlich hier entgegen der Laufrichtung. Oh, oder wir gehen einmal. Oh, wobei kommt ja keiner. Kommt gerade keiner. Cap San Diego machen wir extra. Cap San Diego gehörte ja zu Hamburg Süd. Und Hamburg Süd hat, glaube ich, mit als erstes auch angefangen, diese Frachtschiffreisen zu machen. Weil die haben ja nicht nur Ware transportiert auf diesem Schiff, sondern auch Personen. Du konntest auf diesem Schiff ja auch gleichzeitig eine Reise machen. Also wie so eine Kreuzfahrt. Du hast halt an Bord einen Salon gehabt, du hast Kabinen für die Gäste gehabt, du hast einen Pool an Bord gehabt. Also das war schon recht luxuriös. Darf ich dir noch mal die Kamera geben? Aber herzlich Ich gerne. will noch einmal ein paar Hab sie. Dankeschöns loswerden. Von Pirata Bernie gab es 2 Euro mit Grüßen aus Niedersachsen. Liebe Grüße zurück und Dankeschön. Ute feiert Einjähriges auf der Speicherstadt. 1 Jahr mit einer fantastischen Hamburg Hafen Live Crew, Supermods und einem lieben und großartigen Chat. Einfach zum Wohlfühlen. Ute, unterschreiben wir einfach mal so. Es Gerahmt. sieht hervorragend aus. Also schöner geht's eigentlich gar nicht. Dankeschön, das freut mich. Angelika, 5 Euro Superchat. Dankeschön, sie schreibt, haben wir gemacht von Hamburg nach Rendsburg. Sie meint wahrscheinlich die Fahrt mit der Cap San Diego.
Und ja, da schreiben viele. Du kannst also, wenn du mit der Cap San Diego fährst, wirklich überall hin. Von der Brücke bis zum Maschinenraum kannst du alles angucken. Ja, also das wäre etwas, das würde mich tatsächlich auch interessieren. 4 Monate Astrid und Volker. Und Dankeschön für den Morgenspaziergang. Ja, herzlich gerne, hat uns Spaß gemacht. Wir sind ja noch dabei. Ja. Und 500 Bits von Angie WB12. Herzlichen Dank. Tommy Eikost ist auch mal wieder dabei. 2 Euro Superchat mit Grüßen aus MD Magdeburg, oder? MD Kann ist sein. Magdeburg. Hat Magdeburg nicht auch sogar gestern gewonnen? Das weiß Gegen ich Schalke? Nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Ja, wenn Claudia jetzt fahren würde, würden wir einfach bei Claudia mit auf die Barkasse springen. Ja, wo ist denn Claudia, wenn man sie braucht? Ah, sie hat sich ihren freien Tag mehr als verdient, ne? Claudia hat sie noch mal hingehauen und Ja, muckelt noch eine Runde. ach, das sind einfach immer wieder schöne Bilder, ne? Also der Hafen kann schon was. 5-2 in Schalke hat Magdeburg wohl gewonnen oder verloren. Ich glaube, die haben gewonnen. Echt? Aha. Ja, einfach eine tolle Gegend, muss ich sagen. Absolut, ja. Die Bäume haben hier auch alle Raureifen und so. Das sieht auch klasse aus. Wollen wir weitergehen? Da hinten nochmal gucken, was da ist? Gut. Machen wir das. Ja, Hier werden kleine Erinnerungsfotos geschossen. Landkärtchen schreibt Schuhe passend zur Jacke. Und Sandra antwortet, da leistet Tanja immer ganze Arbeit mit dem Einkleiden. Also man nennt mich ja auch den Schlumpf Den von Schlumpf. Hamburg. Den Aha. Schlumpf von Hamburg. Blaue Jacke, Weil du blaue so- Schuhe, blaue Mütze. Ja, aber ist doch wenigstens konsequent, ne? Ja, Ich lauf mal dahinter lang. Achso, da wird ein Selfie gemacht. Das können wir nicht machen. das wir wollen laufen wir noch nicht. vorlang. Das wollen wir nicht. Wir passen ja auf. Also, kurze Hose ist aber auch sportlich. Ja, genau, sportlich. Was ist es? Tropische Temperaturen sind das. Wo kommt ihr her? Münster. Aus Münster. Aus Münster. Aber das kann ich den ganzen Winter machen. Das macht mir nichts. Ja, super. Ja, schön. Okay. Viel Spaß, ne? Tschüss. Jo. Vorsicht hinter dir. Nicht umlaufen. Mr. Bindilindi ist seit 13 Monaten dabei. Sagt schön mal wieder ein Nebelwalk. Ja, das mit dem Nebel müssen wir leider Ja, ich glaube, das können wir streichen. streichen. Und er verschenkt auch gleich noch eine Mitgliedschaft. Tief hängende Dankeschön. Wolken, können wir sagen. Ja, hier vorne übrigens im Espresso-Haus gibt das richtig lecker Kaffee. Und wenn es draußen kalt ist, dann könnt ihr euch reinstellen. Dann habt ihr vorne so einen kleinen Tresen und dann könnt ihr euren Kaffee da abstellen und könnt dabei rausgucken. Draußen kann das regnen und stürmen und ihr guckt aus dem warmen, schönen Hafen. Und hier vorne kriegt man dann auch Tickets, wenn man sich spontan entscheidet, Ja. bei Elas noch mal eine Runde mitzufahren. Hier sind die Koberer von Barkassen-Elas. Im Hafen nennt man das ja Klaken, ne? Genau. Ich war gerade schwer am Grübeln. Ich kam nicht drauf. Koban ist die andere Ecke weiter oben vom Ja. Hafen. Aber das ist ja alles miteinander verwandt. Ich hab's gelassen, weil sonst kriege ich einen Anschuss von der Jasmin.
Einfach schön, so ein Sonntagsspaziergang. Ja. Weißt du, was ich vorschlagen würde? Na? Dass wir jetzt einmal oben beim Baumwall lang gehen. Aha. Einmal da hinten durch, dann da wieder runter. Ja. Also einmal nur über die Station. Ja, ich verstehe. Mhm. Braucht man zwar eigentlich ein Ticket, aber ich glaube, wenn wir da jetzt einmal schnell drüber laufen. Ich habe immer ein Ticket. Ach so, du hast ein Deutschland-Ticket. Ja, ich Ne? laufe da einmal jetzt. Ja. Und dann können wir da hinten runter. Und ich glaube, da haben wir dann irgendwo auch einen Bäcker, wo wir dann gleich uns noch ein Käffchen holen können. Ist auf jeden Fall sehr schön hier oben auch, wenn die Bahn einfährt. Ja, ist auch ab und zu immer mal wieder so ein kleines Fotomotiv hier, ne? Also sieht man ab und an mal. Auch bei Sonnenuntergang sehr schön, wenn die Sonne direkt in den Bahnhof reinknallt. Ja. Du kannst auch von den Brücken aus unten kannst du auch hier in diese Richtung dann fotografieren, aus der wir jetzt kommen. Sieht auch immer wieder schön aus, gerade abends mit den Lampen und so. Hast die Station im Vordergrund. Weißt du, was mir gerade einfällt? Na? Ich glaube, die haben dieses 20 Cent Bahnsteigticket abgeschafft letztes Jahr. Ja? War das nicht irgendwo in den Nachrichten? Ich meine, das wurde abgeschafft. Es gab ja mal ein 20 Cent Bahnsteigticket. Lass uns mal kurz gucken, ob es das noch gibt. Ergänzungskarten. Also ansonsten hätte ich das ja als Bahnsteigticket vorne an irgendwie gleich erwartet. Das kostet dann nämlich 20 Cent. Genau, das gibt es nämlich nicht mehr. Ich meine, das haben die letztes Jahr abgeschafft. Ja, ist ja auch richtig so. Ja, Ganz ehrlich, was für ein Blödsinn. komm, ich nehme mal die Kamera wieder. Ja. Skurril. Hamburg hatte in der Tat ein Bahnsteigticket. Das heißt, man musste 20 Cent bezahlen, um den Bahnsteig zu betreten. Ja, Auch irgendwie, kann man sich nicht ausdenken. also ich weiß auch nicht, was das soll, ob das eine Schikane ist gegen Obdachlose oder so. Keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen. Guck mal hier. Da das alte Gruner und Jahr Gebäude, gehört ja jetzt RTL alles. Na komm, wir gehen hier einmal durch. Ja. Also es ist wirklich eine sehr schöne Haltestelle hier. Ja, was ich halt sehr schön finde, sind natürlich hier diese Fenster, durch die man dann auch durchfotografieren kann. Also hier auch mit der Elbphilharmonie. Schon sehr schön. Ja, Hamburg Street, ne? Ach, RTL ist auch schon wieder raus, da bei Gruner und Jahr. Lese ich gerade. Oh, guck mal, mit der Sonne jetzt da oben. Kann schon was. Ja. Schaut gut aus. Kann man das irgendwie sinnvoll einfangen?
Mal gucken, ob es was geworden ist. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier so langsam Guck mal, da haben wir einen uns Tisch. verabschieden. Ja, super, lecker der Tisch. Klasse. Ja. Naja, gut. Ja. Oh, da sind wir noch 2, 3 Züge dran. Noch. Siehst du, Ist noch ein Helbing dazu und dann läuft das. oh, da hast du Spaß. Ja? Warte mal, jetzt müssen wir eine schöne Ecke finden. Ja, Vielleicht gehen wir noch einmal darüber. genau. Mit Blick auf Dann machen wir das so. Genau. den Kanal, den Zollkanal. So, grün. Guck mal, hier haben wir, glaube ich, auch Bänke und so. What? Guck mal, kannst du oben Tatsächlich? draufstellen. Guck mal, da kann ich oben Ja, genau. abstellen, Kamera umdrehen. Guck mal. Wow. Siehst du wohl. Guck mal, gar nicht Da so geht doch schlecht was. der Blick, oder? Wow. Siehst du, Premium. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Ja. euch gefallen. Unser Diese- Nicht-Nebelwalk. Nicht Nebelwalk, ja. Tut mir wirklich ein bisschen leid, dass das nicht geklappt hat, aber wir können da ja nichts für. Es ist halt immer so ein bisschen schade, man freut sich irgendwie da drauf, ne? Und dann wird das halt doch nicht so, wie man das geplant hat. MRKRB oder Mr. KRB lässt nochmal 99 Cent da, vielen Dank. Und Svennecken auch nochmal 300 Bits auf Twitch. Ganz lieben Dank Dankeschön. dafür. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Genießt den Tag. Wir Genau. werden jetzt gleich uns erstmal ein Käffchen holen und Genau. irgendwie noch ein leckeres, mal gucken, irgendwie so ein Brötchen mit ein bisschen Maurermarmelade oder so. Hätte was, ne? Schön bezwiebelt, ne? Herrlich. Oder ein Bremsklotz, irgendwas in der Art. Da fällt uns was ein. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr so aktiv im Chat wart. Und vielen, vielen Dank natürlich auch für die ganze Unterstützung wieder im Chat mit Superchat, mit den Mitgliedschaften, auch auf Twitch mit den Subs und den Bits. Ja, und wir lernen wieder daraus, Hamburg geht halt immer, ne? Egal bei welchem Wetter, ob Nebel oder kein, passt. Hamburg geht immer. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier meinen Abspann finde. Das ist immer die Herausforderung. Bin zuversichtlich. Ja, ich habe hier einfach zu viele Gerätschaften. Aber jetzt geht das los mit dem Abspann. Und dann sind wir auch weg.